Wir haben hier die Überreste eines Schildes gefunden und uns überlegt, da einen Cache reinzubauen. Wie wir das machen, zeigen wir euch jetzt. Das Fake-Schild wird am Rand zwei versteckte Klappen haben. Dahinter befindet sich ein Metallstab, den man herausziehen kann. Daraufhin kommt der Cache unten aus dem Schild heraus. Aus den Maßen des Schildes haben wir jetzt zwei dünne Bretter gemacht und ein dickes. Aus dem mittleren Brett wurde dann eine Aussparung für den Geocache reingesägt und zwei kleine Aussparungen am Rand für den Mechanismus. Für die beiden Schalter am Rand haben wir aus diesem mittleren Brett diese Holzteile rausgesägt und mit einer Schraube als Gelenk von unten verbunden. So haben wir jetzt einen von außen kaum sichtbaren Schalter, den man mit einem leichten Druck hier einfach öffnen kann. Der eigentliche Geocache kommt dann in dieses Brett rein, das man später aus diesem fertigen Schild nach unten rausziehen kann. Damit der Cache hier später nicht einfach so rausfällt, bohren wir jetzt hier ein Loch durch in den Cache hinein, damit wir später einen Sicherungsstift aus Metall da reinstecken können, den man nachher dann herauszieht. Drückt man jetzt diesen Schalter ein, kann man den Metallstift sehen, den man dann einfach herausziehen kann. Da Holz ohne Behandlung sehr schnell anfangen wird zu schimmeln und zu verfaulen, sollte man alle Flächen nochmal mit Holzschutzfarbe einstreichen. Für den Geocache schneiden wir jetzt diese Flächen aus dem Holzbrett raus. Damit das Logbuch nicht herausfällt, wird von beiden Seiten eine dünne Holzwand an das Brett geleimt. Das hintere Brett dient als Rückwand. Vorne kommt dagegen nur ein kleines Brett hin. Damit die Schublade nachher nicht herausfällt, befestigen wir sie jetzt mit einem Haken an einer Schnur im Versteck. Die Schublade wird jetzt noch ein letztes Mal lackiert. Der Cache ist soweit jetzt fertig und kann montiert werden. Schon ist der Cache fertig. Bis zum nächsten Mal.